Genau jetzt ist ein richtig gutes Beispiel. Geiler Asphalt, geiler Rückenwind. So ein Asphalt bis zu mir nach Hause. Ich würde alles dafür tun. Gerade hatte ich wieder Angst, dass ich das Schildding verloren habe, weil ich seit ein paar Minuten nicht gesehen habe, aber am Arsch! Es ist noch da! Dann geht's halt wieder mit dem Poncho weiter. Kann man machen nix. Und eben gerade habe ich ein Schild gesehen, dass die Fähre, die ich heute auf jeden Fall erreichen wollte, 57 Kilometer von hier entfernt ist. Das ist zu Fuß eine ziemliche Scheißarbeit. Deswegen bin ich mal der Hoffnung, dass das Wetter aufbricht und dass später tausende Tonnen an Regenbögen hier sind. Ich muss aufhören, weil die Kamera wird nass. Nachdem ich jetzt eine viel zu lange Zeit gelaufen bin, habe ich hier jetzt wohl gerade ein Schild gefunden, das mir ein bisschen Optimismus macht. Ich gehe mal rüber, nein, ich bleib mal hier. Doch, ich gehe rüber, das Auto blinkt. Weil ich weiß, dass dieses Österrüspi schon auf der anderen Seite ist. 18 Kilometer nur noch. Deswegen gut optimistisch, doch keine 57 Kilometer. Ich glaube, ich werde heute doch noch Fähre fahren. Mal gucken. Da ist Nyköping und hier ist die Fähre. Gerade bin ich hier in Kvassibo. Und ich glaube, das Ganze da sind jetzt keine Ahnung wie viele Kilometer auf jeden Fall lang. Und hier ist ja jetzt die Fähre, hier bin ich. Und Österrüspi, da will ich in Anführungszeichen heute auf jeden Fall noch hin. Ja, genau. Und nicht anders. Es ist endlich soweit. Es hat jetzt seit einer halben Stunde nicht mehr geregnet. Der Poncho ist wieder trocken. Ich habe die Fähre auf jeden Fall erreicht. Da drüben, Finger, wo bist du? Da. Da steht sie schon. Ich glaube, die Fähre ist auch umsonst. Irgendwie ist es hier in Schweden wohl alles staatlich organisiert oder so. Auf jeden Fall die ganzen Fähren sind alle anscheinend nach umsonst. Was mir eine sehr große Freude macht. Und nun geht's auf Fähre Nummer 2. Die habe ich vorhin schon mal. So, Fähre Nummer 2 jetzt auch gut überlebt. In Österrüspi ist ein Ika. Oh wie geil. Oh wie geil. Ich habe mir schon voll die Sorgen gemacht, dass der nächste erst in Söderköping ist, aber nein. Das heißt jetzt nochmal 10 Kilometer laufen. Und dann komme ich zum Supermarkt. Ja. Kurz nach 6 irgendwie oder kurz vor 7. Der läuft. Ich laufe. Toll. Ja, es geht ab, Bonita. Ich liebe es ja genau von diesem Moment immer Videos zu machen. Die Straße wird langsam wieder trocken, ich kann gleich wieder fahren. Sobald ich roll, bin ich glücklich. Dann auch noch so ein richtig geiler Asphalt. Oh. Sau gut. Ja, Zoom geht zurück. Oh, wie geil ist das denn? Also ich war hier jetzt in Österrüspi im Supermarkt und habe mich halt davor hingesetzt, vorne dran hingesetzt und habe da ein bisschen Pause gemacht. Weil der Tag heute echt anstrengend war für mich. Bin die ganze Zeit am Taumeln, obwohl ich nichts getrunken habe. Lange Rede, keinen Sinn. Was für ein geiler Schlafplatz. Oh, freue ich mich da gerade rüber. So, also. Deswegen nutze ich den heutigen Tag einfach mal dafür, um zu zeigen, was ich eigentlich alles dabei habe. Weil da kommt ziemlich viel zusammen. So, also hier unten ist mein Haufen mit Essen, den ich jetzt eben gerade nochmal eingekauft habe.
Aber wenn ich auf Achse gehe, probiere ich meistens eigentlich dann nur noch ein Laib Brot bei mir zu haben und vielleicht 1, 2 Dosen irgendwas zu essen, sodass ich so einen Tag maximal damit rumkommen könnte. Ich habe jetzt einfach mal alles hier fein säuberlich aufgebreitet, was ich so dabei habe. Ich fange jetzt einfach mal hier unten an. Auf jeden Fall also grundlegend habe ich auch alles in Tüten abgepackt, weil dann mein Ärmel rutscht halt runter. Es ist einfach angenehmer, wenn es dann anfängt zu regnen, ist eh schon alles abgepackt. Hier ist auf jeden Fall meine kleine Tüte mit meinem Tabakzeug. Hier ist dann eine Toilettenpapierrolle, mein Schlafsack, der natürlich auch in der Tüte abgepackt ist, mein Zelt, das Gestänge zum Zelt und hier innen drin sind dann auch noch die Heringe dazu. Mein Rucksack. Der Rucksack ist echt tipptopp. Also zu Hause gestartet bin ich mit 11 Kilogramm ohne Trinken und Essen und dann halt noch das Essen und Trinken dazu berechnet. Bin ich auf vielleicht maximal 15, maxi 16 Kilo. Dann meine Isomatte. Dann kommt hier dazu noch meine Solar-Powerbank, 3000 mAh. Das Aufladen mit der Sonne, ja. Also 4 Balken sind da vorhanden und ich brauche 2 volle Sonnentage, damit der ein Balken wieder voll ist. Hier unten logischerweise mein Skateboard. Hier diese Rollen, keine Ahnung wie man das ausspricht, Magnesiumachsen. Und das absolut Beste an dem Board, ich dachte, das ist das Einzige, was kaputt gehen wird, sind die Kugellager. Ich habe mir in Flensburg nochmal Ersatzkugellager geholt, weil ich Angst hatte, dass sie eventuell kaputt gehen könnten. Aber nee, bis jetzt das erste Stuff hält vollkommen durch. Mein Ärmel rutscht immer noch. Dann komme ich mal hier zu meiner Technik-Ecke. Ich habe einen Selfie-Stick dabei, eine Halterung für mein Longboard, also für die Kamera zum Longboard. Dann nochmal 2 Case für die Kamera. Mein altes Smartphone, das ich als MP3-Player derzeit nutze, weil es einfach eine sehr schöne Variante ist mit dem schönen großen Touchbildschirm. Dann meine fast 1 Kilo schwere, also die wiegt 850 Gramm, die Powerbank, hat eine Leistung von 50.000 mAh. Mein Anker, mein Aufladegerät, mein altes Handy, beziehungsweise auch mein Handy, was ich so normal eigentlich zu Hause habe, weil ich einfach die Akkulaufzeit total feiere von diesen alten Dingern. Wenn ich es konstant anhabe, habe ich 2 Wochen lang Akku. Ein Kabel von USB zu, ich glaube Micro-USB heißt das. Hier habe ich noch eine Taschenlampe. Die ist auch aufzuladen mit diesem Micro-USB geleert. Dann ein Ersatzakku habe ich mitgenommen. Dann jede Menge Speicherkarten. Ich habe 5 Stück mitgenommen mit 32 GB. Dann noch meine externe Festplatte. Mein Ärmel rutscht immer noch. Meine externe Festplatte mit 1,5 Terabyte. Und immer wenn ich irgendwo Leute kennenlerne, die einen Computer mir zur Verfügung stellen können, dann tue ich das, alle mein Speicherkartenzeug darüber laden. Bin ich bis jetzt auch soweit ganz gut zurechtgekommen. Hier ist mein Regenponcho, der mich soweit echt gut trocken gehalten hat. Dann Ersatzklamotten habe ich eine lange Hose dabei, mein Handtuch, ein T-Shirt und eine Unterhose. Eine Buchse. Und das, was ich halt anhabe. Die Socken müsste ich mir bald wieder neue kaufen, weil zurzeit habe ich keine Ersatzsocken dabei. Ich habe nur noch die an. Meine kurze Hose, mein Hemd und meine 2 T-Shirts, die ich jetzt seit schon wieder viel zu langer Zeit trage. Dann hier noch mein Beauty Case, die Fußsalbe, die ich hier kennengelernt habe, die Vaseline-Creme, die ich niemals empfehlen würde, an die Füße zu schmieren, weil das hat aus meinen Füßen Gulasch gemacht. Nehmt lieber irgendwas, was dafür gedacht ist und nicht irgendwas, was nicht dafür gedacht ist. Zahnseide, die ich bis jetzt eigentlich gar nicht gebraucht habe. Zahnputzzeug ist klar, kleine Schere, Pinzette, Nagelknipser, wo ich mir jetzt auch einen neuen gekauft habe, weil mein erster kaputt gegangen ist. Dann hier noch ein kleines Tübchen mit Ringelblütensalbe. Zu aller Vorsicht eine Ibuprofen, weil ich ja nicht weiß, was so kommt. Kann hier sein. Mein gefundener Kompass. Ein Kugellager, wie eben gerade schon mal erwähnt, ein Edding, weil man den immer braucht, gerade um morgens mal eine Zahl irgendwo hinzuschreiben. Das Angelzeug, das ich mir hier unterwegs geholt habe, beziehungsweise Schnur, die ich gefunden habe. Jede Menge Karten, die man leider so braucht zum Überleben in der Wildnis. Panzerband, dann hier noch Schnur, richtig gute, die ich mir mitgenommen habe. Ein kleines bisschen Draht und ein paar Gummis. Ne, die Küche ist es nicht, mein Metallzeug. Also hier auf jeden Fall ein kleines bisschen Besteck. Den Dosenöffner, den ich mir jetzt hier unterwegs geholt habe. Das richtig gute Opinel-Messer, mit dem ich auch recht gut zurechtkomme, das ich gelegentlich mal brauche.
Und mein Skate Key, den ich bis jetzt nicht ein einziges Mal gebraucht habe. Aber ich wollte unbedingt einen Skate Key mitnehmen, weil es, glaube ich, einfach keine bessere Variante gibt, um alles Werkzeug, was man braucht, an einem Stück dabei zu haben. Hätte ich jetzt alles einzeln mitgenommen, wären es viel mehr gewesen. Hier meine jede Menge Karten. Gestartet bin ich ja hier mit meinen scheiß Google Maps Karten. Und dann habe ich noch jede Menge Karten unterwegs geschenkt bekommen. Und dann noch hier meine Tüte mit Tüten. So, nachdem ich jetzt viel zu viel geredet habe, glaube ich, habe ich alles gezeigt. Und dann werde ich nun mal heute weiter Pause machen. Genau, also 2:34 Uhr morgens in Schweden. Es ist hell. Tag 63. Ball weg. Wir haben jetzt 3:14 Uhr. Ob ich da wohl heute hinkomme? Ja, genau. Deswegen, guten Morgen. Ich glaube, man sieht es schon, dieser weiße Streifen. Ja, ich glaube, es hat sich gelohnt, mal so früh loszufahren. Da sehe ich mal was anderes. Wie idyllisch. Hier 20. Ah. Und nun habe ich auf Fähre Nummer 3 erreicht. 6:37 Uhr morgens. Wisst ihr, was das richtig geil ist an der Fähre? Also was ich zumindest richtig geil finde. Die funktioniert mit einer Schnur. Davon habe ich bis jetzt nur gehört, nie gesehen. Mir ist aufgefallen, wenn ich mich hinsetze oder hinlege, schlafe ich ein. Deswegen bleibe ich einfach in Bewegung, dann schlafe ich nicht ein. Das klingt vollkommen logisch für mich gerade. Och nö. Och nö. Lange Rede, kein Sinn. Weiter geht's. Boah, bin ich froh, dass ich jetzt endlich hier bin. Ich raste jetzt aus, wenn es hier keinen Supermarkt gibt. Ein paar Leute kennengelernt, jetzt mal ein bisschen Deutsch, Germany-Text. War gut. Ja, nachdem ich jetzt, glaube ich, wirklich 24 Stunden lang wach bin, ich bin doch recht platt heute, weil der nächste Stop, beziehungsweise laut meiner Karte der nächste Supermarkt, ist nochmal genauso weit entfernt, wie ich jetzt heute schon gefahren bin. Von Österhusby bis hierher. Ich kann mir den scheiß Namen heute halt nicht merken, von dieser Stadt mit V. Ja, trotz all dem war heute eigentlich ein ganz schöner Tag. Ich habe heute meinen ersten Elch gesehen. Ja. Ich hoffe, dass er auch auf der Kamera drauf ist. Verdammte Scheiße, ich darf nicht runterfallen. Genau hier, wunderschöner Aussichtspunkt, bla 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 bla. Aber gerade erfülle ich mir einen Wunsch.
den ich mir schon die ganze Zeit erfüllen wollte. Nein, nicht das, dass ich gerade hier an der Klippe sitze. Ich esse endlich mal hier Müsli. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie ich mir eine Schüssel baue, indem ich einfach die Tüte nehme. Na, geht voll ab. Flexbeben. Flexbeben. Ich hab Langeweile. Probier mal was. Jetzt. Oh Mann. Ich hab Langeweile. Oh. Was ein Amokkabel, ey. Boah, bin ich heute schon weit gekommen. 21 Kilometer. Aber erstmal gehe ich nochmal über diese scheiß alte Brücke hier. Fahre ich halt nun mal nach Lofthammer. Das finde ich echt hammerhart. Yeah, yeah, yeah. Ich habe mich ja so brutal in diese Süßigkeitenregale verliebt. Das ist so geil. Voll der Gegenwind, Mann! Voll der Rückenwind, Mann! Ich muss aber nach da. Nachdem ich jetzt eine halbe Stunde lang Blaubeeren gefuttert habe, ich gehe jetzt erstmal eine Runde schwimmen. Schön salziges Wasser. Aber weil ich ja kein Videomaterial verschwenden will und noch eine Weile da drin bleiben will, schalte ich aus. Da unten war ich gerade schwimmen. Da geht gar nichts. Meine Ohren sagen mir die ganze Zeit so. Ja. Gegenwind hat sich abgewechselt mit scheiß Asphalt. Sei mir das geraten, wer gerade Hallo gesagt hat. Der Gegenwind. Und der scheiß Asphalt ist immer noch da. Ja. Oder nicht mehr? Die bewegt den Schwanz noch. Die zuckt noch. Ah, jetzt sehe ich, die ist wirklich tot. Bla 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 bla. Heute Abend habe ich, glaube ich, einen richtig geilen Schlafplatz. Direkt am Wasser. Und dank so einem Partystrand da drüben gibt es sogar noch schöne Musik zum Einschlafen. Ich weiß nicht, ob man es hört, aber ich höre sie. Bis morgen.